Im Winter 1945 verließen Millionen Menschen die deutschen Ostgebiete, teils in panischer Flucht vor der heranrückenden Front, teils in den organisierten Vertreibungswellen der Monate nach Kriegsende. Aus Oberschlesien und Niederschlesien, aus Ostpreußen, Pommern, dem Sudetenland, aus deutschen Siedlungsgebieten in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei. Historische Schätzungen gehen von 12 bis 16 Millionen Menschen aus, die ihre Heimatorte zwischen 1944 und 1950 verlassen mussten oder vertrieben wurden. Hildegard S. verließ ihren Heimatort in Oberschlesien im Februar 1945. Sie war 23 Jahre alt. Was sie mitnahm, passte in 2 Rucksäcke und eine Blechdose. Hinter ihr blieb das Haus ihrer Eltern. Das Grab ihres Vaters, der 1943 gestorben war. Ein Beruf, eine Sprache, die von jetzt an die Sprache einer Frau sein würde, die woanders lebte. Eine Welt von Verhältnissen, die alle gleichzeitig aufgehört hatten. Das war der Ausgangspunkt. Es ist nicht das Thema dieses Videos, das Thema ist das danach. Jetzt. Zurück zum Danach. Bevor wir weitergehen. Wenn diese Geschichte für dich zählt, überleg dir, den Kanal zu abonnieren. Das Lager in Münster war nicht das erste Lager, das Hildegard S. durchlaufen hatte. Zeitzeugenberichte von Heimatvertriebene, Heimatindern Syrülenler, die in den Jahren 1945 und 1946 nach Nordrhein-Westfalen kamen, beschreiben übereinstimmend eine Abfolge von Registrierungsstellen, Durchgangslagern und provisorischen Unterkünften, die in ihrer Gesamtheit mehrere Monate dauern konnte. Man wurde erfasst, überprüft, eingeordnet, dann zugeteilt, einer Gemeinde, einem Kreis, einer Unterkunft, die keine Wahl war. Hildegard S. wurde 1946 in Münster erfasst. Beruf in der Akte Schneiderin. Das war ein Beruf, den sie wirklich gelernt hatte. Das war nicht immer so. Historisch dokumentierte Berichte dieser Periode zeigen, dass Vertriebene bei der Erfassung häufig einen Beruf angaben, der in ihrer neuen Umgebung irgendeinen Wert hatte. Manchmal der tatsächliche Beruf, manchmal eine vereinfachte Version, manchmal eine Annäherung an das, was gefragt wurde. Die Notunterkunft in Herne, wo Hildegard S. zwischen 1946 und 1953 lebte, war ein umgebautes Fabrikgebäude. Mehrere Familien auf einem Flur. Eine Küche für mehrere Haushalte. Irene wurde 1949 in dem Gebäude geboren. Nach einem Vater, dessen Name in Irenes Geburtsurkunde steht, aber über den Hildegard in keinem dokumentierten Zusammenhang gesprochen hat. In dem Jahr, in dem Irene geboren wurde, gab es in Westdeutschland schätzungsweise 5 Millionen Wohnungen zu wenig. Das war nicht Hildegards persönliches Problem. Das war der Rahmen, in dem ihr persönliches Problem lag. Der Rahmen war für alle derselbe. Was innerhalb des Rahmens geschah, war für alle verschieden. Was wäre anders geworden, wenn Hildegard S. in den ersten Jahren nicht in Herne, sondern in einer anderen Stadt untergebracht worden wäre? Die Wohnung in der Viktoriastraße war das Ergebnis von 3 Anträgen, einem Widerspruch und einer Wartezeit von 19 Monaten. Dokumentierte Berichte von Heimatvertriebenen im Ruhrgebiet, die Anfang der 1950er Jahre eine eigene Mietwohnung erhielten, beschreiben diesen Prozess als üblich. Der Weg zur eigenen Wohnung führte durch ein bürokratisches Verfahren, das gleichzeitig notwendig und erschöpfend war. Hildegard S. arbeitete seit 1950 als Näherin in einem Bekleidungsbetrieb in Herne. Bevor sie Oberschlesien verlassen hatte, war sie Schneiderin gewesen,
mit eigenem Kundenstamm, eigener Werkstatt, eigenem Ruf, in einem Ort, dessen Namen sie in Gelsenkirchen nicht sagte. Was sie in Herne tat, war dasselbe Handwerk. Aber es war Lohnarbeit in einem Betrieb, dem sie nicht gehörte. Das war der Unterschied. Und der Unterschied ist nicht in der Akte. In der Rentenakte stehen Schneiderin 1950 bis 1955, Näherei Herne. Änderungsschneiderin 1956 bis 1968, verschiedene Betriebe Gelsenkirchen und Herne. Die Akte zeigt den Verlauf. Sie zeigt nicht, was dieser Verlauf kostete, nicht in Geld, sondern in dem Abstand zwischen dem, was gewesen war, und dem, was jetzt war. Das war kein Einzelfall. Historische Untersuchungen zur wirtschaftlichen Integration von Heimatvertriebenen im Ruhrgebiet zeigen übereinstimmend, dass ein erheblicher Teil in den 1950er Jahren eine Stellung erreichte, die sich der früheren annäherte, aber selten genau entsprach. Die Annäherung wurde als Erfolg gewertet. Was der Abstand noch enthielt, wurde nicht gezählt. Was hätte gezählt werden müssen, das nicht gezählt wurde? Im Laufe der 1950er Jahre bauten Heimatvertriebene und Flüchtlinge in Westdeutschland einen Alltag auf, der in seinen äußeren Strukturen immer schwerer von dem Alltag der Einheimischen zu unterscheiden war. Historische Untersuchungen zur Integration von Vertriebenen im Ruhrgebiet zeigen, dass ein erheblicher Teil in den 1950er Jahren eine wirtschaftliche Stellung erreichte, die sich ihrer früheren annäherte. Eine eigene Wohnung, eine geregelte Beschäftigung, ein Schulweg für die Kinder. Hildegard S. hatte all das. Die Wohnung in der Viktoriastraße seit 1953. Die Stelle in Gelsenkirchen. Irene, die in die Volksschule ging und den Dialekt der Ruhr ohne Verschiebung sprach. Sie war nicht als Vertriebene geboren worden, und das war zu hören. Was der Sichtbare danach enthielt: 2 Zimmer, geregelte Arbeit, ein Kind in der Schule. Was der Sichtbare danach nicht enthielt: irgendjemanden, mit dem Hildegard S. über Oberschlesien gesprochen hätte. Das war keine Besonderheit. Zeitzeugenberichte dieser Generation beschreiben für die 1950er Jahre übereinstimmend ein Muster, das sich nicht einfach als Verdrängung beschreiben lässt. Das genauere Wort ist Prioritätensetzung. Was getan werden musste, war getan worden. Was gesagt werden konnte, ohne zu viel zu kosten, war manchmal gesagt worden. Was nicht gesagt worden war, das hatte einen Preis gehabt. Einen Preis, der sich nicht in Geld angeben ließ. Die Landsmannschaft der Oberschlesier hatte eine Ortsgruppe in Gelsenkirchen. Hildegard S. trat ihr erst 1963 bei, 10 Jahre nach ihrer Ankunft in der Viktoriastraße. Was sich verändert hatte, dass sie 1963 bereit war, was sie 1953 nicht war, steht in keiner Akte. Was hatte sich verändert? Bevor du verstehen kannst, warum Hildegard S. im Jahr 1953 einen Antrag auf Leistungen aus dem Lastenausgleich stellte und ihn 1955 zurückzog, musst du verstehen, was der Lastenausgleich im Deutschland der frühen 1950er Jahre bedeutete. Das Lastenausgleichsgesetz trat am 1. September 1952 in Kraft. Es sollte 2 Dinge leisten: die wirtschaftliche Integration der Vertriebenen und eine finanzielle Entschädigung für verlorenes Vermögen. Beides war gleichzeitig notwendig und unzulänglich. Die Entschädigungsbeträge, berechnet auf Grundlage der Einheitswerte von 1935, deckten einen Bruchteil des tatsächlichen Verlustes. Die Hauptentschädigung lief erst 1957 an. Für Hildegard S. bedeutete das Antragsverfahren konkret:
Sie musste den Wert des Hauses ihrer Eltern in Oberschlesien schriftlich nachweisen. Der Zeuge, der das hätte bestätigen können, lebte jetzt in der sowjetischen Besatzungszone. Der Grundbucheintrag existierte noch, in einem polnischen Archiv, das für sie nicht erreichbar war. Dokumentierte Berichte von Heimatvertriebenen beschreiben das Antragsverfahren als doppelt belastend. Man musste den Verlust ein weiteres Mal beschreiben. In amtlichem Deutsch, auf Formularen, mit Fristen. Man musste beweisen, was man verloren hatte. Das Verfahren war ein weiterer Akt in einem Danach, der eigentlich mit dem Aufbau Begid beschäftigt sein wollte. Hildegard S. zog ihren Antrag 1955 zurück. Was sie für diesen Schritt bewogen hatte, steht in keiner Akte. Was in der Akte steht: Antragsdatum, Rückzugsdatum, kein Kommentar. Was hatte das Verfahren von ihr verlangt, das sie nicht geben wollte oder konnte? Das Schweigen über Oberschlesien in Hildegards Haushalt war kein vollständiges Schweigen. Es war ein partielles Schweigen, eines mit Regeln, die nirgendwo aufgeschrieben waren. Was gesagt wurde, dass es Oberschlesien gegeben hatte, dass Hildegard dort geboren worden war, dass das Haus eine Veranda gehabt hatte. Das war der Umfang dessen, was Irene bis zu ihrem 12. Lebensjahr wusste. Was nicht gesagt wurde: der Name des Heimatortes, die Namen der Menschen, die zurückgeblieben waren oder die auf dem Transport verschwunden waren. Was mit dem Haus passiert war, nachdem Hildegard es verlassen hatte, und warum die Dose auf dem Schrank nicht geöffnet werden sollte. Das Schweigen war keine Entscheidung gegen das Sprechen. Es war eine Entscheidung für das Weitermachen. 1955 in Gelsenkirchen gab es keine Situation, in der Hildegard S. das, was sie verloren hatte, hätte beschreiben können, ohne dass die Person gegenüber entweder überfordert gewesen wäre oder etwas erwartet hätte, das Hildegard nicht geben konnte. Eine Auflösung, eine Moral, einen Abschluss. Das Schweigen war das Ergebnis einer korrekten Einschätzung der verfügbaren Möglichkeiten. Was Irene wahrnahm, war nicht die Information, die fehlte. Es war die Atmosphäre des Schweigens selbst. Zeitzeugenberichte von Kindern der vertriebenen Generation beschreiben übereinstimmend dieses Muster. Man wusste, dass da etwas war. Man fragte nicht, weil man spürte, dass die Frage etwas kosten würde, das man der Mutter nicht zumuten wollte. Das war keine Entscheidung, die Irene traf. Es war etwas, das sich von selbst ergab. Was kostete das Schweigen für Hildegard und was kostete es für Irene? Die Blechdose auf dem Schrank in der Viktoriastraße enthielt 3 Gegenstände, die Hildegard S. aus Oberschlesien mitgenommen hatte. Ein gefaltetes Dokument, ein Grundbuchauszug für ein Grundstück in ihrem Heimatort, ausgestellt 1942, seit 1945, ohne rechtliche Gültigkeit im westdeutschen Sinne. Ein Foto, das Haus mit der Veranda, aufgenommen aus einiger Entfernung, wahrscheinlich in den späten 1930er Jahren. 3 Briefe, 2 in einer Handschrift, die Irene nicht kannte, einer in der Handschrift ihrer Mutter, offensichtlich nie abgeschickt, ohne Datum. Was die Dose enthielt, war das Material des Verlustes. Nicht das Ereignis selbst, aber das Beweismittel für eine Welt, die aufgehört hatte zu existieren. Dass Hildegard die Dose in die Rucksäcke gepackt hatte, war eine Entscheidung gewesen, die sie getroffen hatte, bevor sie gewusst hatte, wie lange sie gehen würde. Historische Forschung zu Heimatvertriebenen zeigt, dass Mitgebrachtes im Danach eine spezifische Funktion hatte. Es war kein Andenken im sentimentalen Sinne, es war Beweis. Es belegte, dass das, was verloren worden war, einmal existiert hatte. Die Dose enthielt das,
was Hildegard im Lastenausgleichsverfahren nicht vorgelegt hatte. Das war kein Zufall. Irene öffnete die Dose zum ersten Mal, als ihre Mutter 1971 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie war 22 Jahre alt. Sie las die Briefe nicht vollständig. Sie hörte damit auf, als sie merkte, dass sie etwas las, das nicht für sie bestimmt worden war. Sie legte die Briefe zurück, faltete das Foto zusammen, schloss den Deckel. Was hatte sie angefangen zu lesen? Und warum hatte sie aufgehört? Irene S., 1949, in Münster geboren, wuchs in einem Haushalt auf, in dem Oberschlesien ein Wort war und kein Ort. Sie kannte das Foto auf dem Schrank. Sie kannte die Dose. Sie kannte das Schweigen, das sich um beides legte. Was Irene über ihre Mutter wusste, das ihre Mutter ihr nicht direkt gesagt hatte, war dies: dass Hildegard in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft manchmal in der Nacht aufgewacht war und einen Moment gebraucht hatte, um zu wissen, wo sie war. Nicht, weil sie es vergessen hatte, sondern weil der Ort, an dem sie aufwachte, sich nicht anfühlte wie der Ort, an dem sie sein sollte. Das hatte Hildegard Irene einmal gesagt, als Irene 15 war und eine Frage gestellt hatte, die diese Antwort nicht direkt verlangt hatte. Danach hatte Hildegard nicht mehr darüber gesprochen. Irene hatte nicht nachgefragt. Zeitzeugenberichte von Kindern der vertriebenen Generation, die in der Forschung zur transgenerationellen Weitergabe von Erfahrungen dokumentiert sind, beschreiben übereinstimmend, dass die zweite Generation nicht das Ereignis trug. Sie trugen die Kontur des Schweigens. Die Lücke hatte eine Form. Man wusste, wo sie war. Man wusste nicht, was in ihr lag. Irene studierte in den späten 1960er Jahren. Sie heiratete 1972. Sie sprach mit ihrem Mann gelegentlich über ihre Mutter, über die Dose, über das Foto, über das eine Gespräch. Nicht als Problem, als Tatsache, die sie begleitete. Was aus Irenes Kindern wurde, was die dritte Generation von der zweiten erhielt, beginnt mit dem, was Irene selbst bekommen hatte. Einen Ort ohne Namen, ein Haus ohne Adresse, eine Mutter, die einmal in der Nacht aufgewacht war und einen Moment nicht gewusst hatte, wo sie war. Wie weit reichte dieses danach noch? Was aus Hildegard S. wurde? Sie arbeitete bis 1974 als Änderungsschneiderin. Sie wohnte in der Viktoriastraße bis 1969. Dann in einer etwas größeren Wohnung in Gelsenkirchen-Buhr. Sie beantragte 1961 erneut Leistungen aus dem Lastenausgleich und erhielt eine Unterhaltshilfe, die sie bis 1976 bezog. Sie trat 1963 der Landsmannschaft der Oberschlesier bei. Ob sie regelmäßig an den Treffen teilnahm, ist auf der Basis des hier Dokumentierten nicht bekannt. Hildegard S. starb im März 1983 in Gelsenkirchen. Sie war 61 Jahre alt. Die Blechdose war seit 1971 in Irenes Besitz. Hildegard hatte das zugelassen. Was in den Akten steht: Rentenversicherungseinträge, Lastenausgleichsleistungen, Einwohnermeldeadressen in Herne und Gelsenkirchen, Sterbeurkunde März 1983. Was in den Akten nicht steht: der Name ihres Heimatortes, wer die 3 Briefe geschrieben hatte, an wen der nie abgeschickte Brief ihrer eigenen Handschrift gerichtet gewesen war und was sie verloren hatte, das sich nicht in einem Formular beschreiben ließ. Irenes Kinder, die dritte Generation, wuchsen auf mit dem Wissen, dass ihre Großmutter aus Oberschlesien gekommen war. Sie wuchsen auf mit dem Foto des Hauses mit der Veranda. Sie wuchsen nicht auf mit dem Namen des Ortes, weil Irene ihn nicht wusste. Das danach
von Hildegard S. endete im März 1983. Das Danach, das sie hinterlassen hatte, endete nicht mit ihr. Wenn dieser Kanal weiter dokumentieren soll, was aus Menschen wurde, nachdem das passiert war, was passiert war, abonniere ihn. Es gibt mehr danach, mehr Menschen, mehr Jahre, in denen jemand etwas mit sich trug, das nirgendwo aufgeschrieben war. Wer verstehen will, wie sich 12 Millionen Menschen in ein neues Land eingelebt haben, muss verstehen, was die Akten über dieses Einleben nicht zeigen. Und was in den Dosen auf den Schränken lag. Und wenn du etwas aus diesem Danach kennst, aus deiner Familie oder aus dir selbst, schreib es, wenn du möchtest. Gab es in deiner Familie jemanden, der eine Dose hatte, eine Kiste, ein Päckchen, das man nicht öffnen sollte und das man trotzdem irgendwann geöffnet hat? Was die zweite Generation der Heimatvertriebenen über das Leben ihrer Eltern wusste und was sie erst nach deren Tod herausfand, ist das Thema eines der nächsten Videos auf diesem Kanal. Das Danach ist nie ganz vorbei. Es ist nur irgendwann nicht mehr das Danach, sondern das, was ist.